Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht erinnert ihr euch noch an EU20, dort haben ja viele Leute daran teilgenommen, um einen Avatar zu gewinnen. Und diese sind jetzt nun offiziell alle im Spiel überall verfügbar. Vielleicht habt ihr auch schon den einen oder anderen damit rumlaufen sehen. Wir im Video fassen das jetzt einmal alles zusammen, wer welchen Avatar gewonnen hat, und gucken uns die ganzen neuen Bildchen mal so an. Ja, das Ganze wurde wieder erstellt von Edi. Edi hatte ja auch schon viele andere Charaktere schon auf seiner Seite gezeigt und eigentlich so alle Charaktere auf der Seite zusammengefasst, die es so in dem Spiel gibt. Ja, bevor wir da aber mal hinkommen, gucken wir mal ganz kurz noch in den Webshop rein, denn hier haben wir nämlich auch ein Voting am Laufen, und zwar hatte auch Capso, der ja eigentlich Content Creator ist, hatte ja auch auf EU20 gespielt und hatte dort einen Battle Mage, einen sehr, sehr starken Battle Mage gespielt, der halt eben, mehr oder weniger halt eben die Nummer 1 so gewesen ist. Und als Content Creator bist du ja aus so einem Battle eigentlich ausgeschlossen, sag ich mal. Ne? Nun wurde dann halt eben auch der zweite Battle Mage eben Gewinner, beziehungsweise hatte halt einen Avatar bekommen, und Capso wurde dann aber im Nachhinein dann angeboten, ey, für den nächsten Serverstart hast du da vielleicht Bock, dann so, ne? Dann auch halt eben eins so zu bekommen. So hat Capso in dem Sinne jetzt niemanden irgendwas weggenommen, sondern hatte sich das dann mehr oder weniger, weil er das halt eben wollte, so selbst verdient, und beziehungsweise er spielt und hat jetzt halt eben für EU22 hier auch einen Avatar. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt. Hier hat er 3 verschiedene Versionen, ja. Das passt auf jeden Fall zu seinem Profilbild hier so ein bisschen. Ja, ist jetzt nur die Frage, was nehmen wir hier? Welcher gefällt mir jetzt am besten? Das ist jetzt die Frage. Ich entscheide mich, glaube ich, zwischen dem linken und dem rechten hier. Dem linken und das in der Mitte. Ich glaube, ich bin hier tatsächlich von dem hier am meisten angetan. Ja, also, falls du das sehen solltest, ich habe mich hierfür entschieden. Also von den 3 finde ich das irgendwie am coolsten so. Ja, doch. Dann hatte hier auch noch Sadek für den Serverstart hier ein neues bekommen. Hier ist leider wieder der Fall, dass das automatisch gewotet worden ist. Das war ja in der Vergangenheit auch schon mal so gewesen. Also ich habe hier noch nichts gewotet, aber der nimmt immer automatisch das in der Mitte. Ich hoffe mal, dass das irgendwie, weiß ich nicht, noch gefixt wird oder so. Auf jeden Fall konnte man gar nicht richtig die anderen beiden Bilder so richtig sehen. Aber so das, was ich sehe, finde ich das in der Mitte eigentlich schon irgendwie so mit am coolsten, muss ich sagen. Ich hätte die anderen beiden auch gerne noch gesehen. Aber so, hier hat er auf der Mütze hier so BM Gang. Das ist auf jeden Fall ganz geil, sympathisch. Battle Mage sowieso immer. Da halte ich ja auch die Fahne ganz weit oben für die Klasse. Deswegen, das erstmal soweit dazu. Also da haben wir schon mal 2 neue Avatare gesehen, die auf EU22 erscheinen werden. Jetzt gucken wir uns die Avatare an, die jetzt bei EU20 gewonnen worden sind, beziehungsweise auch durch die Schnitzeljagd auch so ein bisschen sich verdient worden sind. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Zum Serverstart von EU20 gab es wieder ein vollmundiges Avatar-Gewinnspiel. Von 23. Mai bis zum 2. Juni 2025 hatte jeder die Chance, innerhalb seiner Klasse bis zum Ablauf der Frist zum Levelhöchsten aufzusteigen. Das machte am Ende bei 11 Klassen entsprechend 11 Gewinner. Teil 12, Maibaumschleife der Idole. Und dann gucken wir mal einfach hier rein. Vorweg hatte sich jedoch noch etwas anderes ereignet. Parallel zum Serverstart erdachten sich Moson und Juni auf dem offiziellen SF-Kanal ein eigenes Gewinnspiel. In einer zünftigen Schnitzejagd konnten die Teilnehmer am Freitag, den 9. Mai, ein hübsches Bildchen ergattern mit kniffligen Fragen, bei denen man sein Insiderwissen, sein Know-how beim Statistiktool und allgemein seinen Scharfsinn unter Beweis stellen musste. Hangelten sich die Mitspieler von Hinweis zu Hinweis und von Server zu Server. Dort fand man alle Tipps richtig gedeutet nach Buchstaben, die am Ende den Namen eines speziell fürs Event erstellten Char ergaben. Die ersten 3, die diesen eine nette Mail schickten, hatten gewonnen. Die Krux dabei war jedoch, dass man auf dem entsprechenden Server mindestens Level 10 sein musste. Die Grundvoraussetzung, um jemanden bei SF Nachrichten zu schicken. Als Sieger ging schließlich Lorraine, Fame und MKey hervor.
Ja, hier haben wir einmal die 3 Gewinner der Schnitzeljagd. Ja. Lorraine, Frankreich, ist, Server-Abschnittsgefährtin. Ich liebe das Wort von Domka. Dafür steht der kleine Drachen. Die Spinne am Halsband ist dieselbe, die Domka auf der Schulter trägt und symbolisiert Tavernenmoderator Spitter. Ja. Dann haben wir einmal Fame aus Polen und dann einmal Emki aus der Slowakei, gestaltet nach der Figur Hisoka Moro aus dem Anime Hunter. Ja, also hier die 3 Gewinner auf jeden Fall dazu erstmal. Ja. Dann kommen wir jetzt zu denen, die sich das erspielt haben. Zurück zu EU20, auf dem sich das Rennen um die Avatare größtenteils wenig spannend gestaltete. In den meisten Klassen etablierte sich recht schnell ein Spitzenreiter, welcher im Finale beruhigt ins Finish hoppeln konnte. Den Vogel dabei schoss mal wieder ein gewisser Turo ab. Als Kundschafter auf Siegskurs gab er einen Tag vor Spielende in seinem Profil bekannt, den Avatar zu entsagen und seinen Konkurrenten Aurikos den Vortritt zu lassen. Da könnte ich glatt wieder die Kiste mit den Verschwörungstheorien aufmachen, aber diesmal spare ich mir das. Ist doch lustig, dass Turo immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Als eine weitere Anekdote erwies sich, dass der kleine Lügenbold Bahamaswo, der mich schon auf EU16 anflunkerte, hier im Vorfeld kundtat, er hätte gar keine Lust auf die Challenge. Er gewann dann als Druide. Gut, ich hab's kapiert, ich werde dir in Zukunft nicht mehr auf die Nerven gehen. Druiden-Konkurrent The Masked Man dagegen sagte mir, dass es ihm in den Fingern gekribbelt hätte, wieder alles zu geben. Eine Überschlagsrechnung der Haushaltskosten Mai-Juni 25 brachte ihn dann jedoch schnell von dem Plan ab. Er reihte sich brav hinter Avatar-Träger Halo ein, welcher sich einen guten 2. Platz sichern konnte. Damit ist Bahamaswo schon der 2. Spieler, der 2 Avatare per Rennen sein eigen nennen darf. Wirklich spannend wurde es im Finale der Dämonenjäger. In einem atemberaubenden Kopf-an-Kopf-Rennen standen sich die Kontrahenten Drössi und Love gegenüber. Es war wirklich sehr spannend. Ja, wir hatten das ja auch live begleitet im Stream. Drössi ging am Ende als erster durchs Ziel durch einen unglaublichen Dungeon-Kampf, bei dem er laut Aussage von Dorza eine Chance von lediglich 1.000.030 hatte. Der gute Mann konnte es selbst nicht im Kopf ausrechnen. Darum hier die Lösung 0,003%, der Wahnsinn. Ja, da nochmal eine kleine Anekdote an der Stelle. Hat er das geändert hier? Weil Tim hatte mir im Livestream geschrieben, es sind 0,003%. Ja, dann hat er es geändert. Okay, da stand, glaube ich, vorher eine 0,0003 oder so. Ja, der Wahnsinn. Obendrauf stieg Drössi mit 316 als Levelhöchster quasi auch noch als Gesamtsieger der Challenge auf Siegertreppchen, gefolgt von Agi B. Cem als Assassine und Dertelais als Nekromant. Die folgende Galerie zeigt nun alle Gewinner. Herzlichen Glückwunsch von mir an dieser Stelle. Hinweis: Die hier gezeigten Avatare sind zum Teil Vorentwürfe und werden bis zum September 25 eventuell nochmal nachbearbeitet. Ja? Okay, und hier haben wir als erstes den Gewinner, der sich halt hinter Kepso einreiht. Also Kepso hatte ja als BM teilgenommen und Schafe war halt derjenige, der halt eben Platz 2 belegt hat. Dadurch aber, weil Kepso Content Creator ist und da nicht mit reinzählt, hatte er halt quasi den Avatar gewonnen. Und ich muss sagen, das ist wirklich mal ein Brett. Also der Avatar sieht wirklich zum Schreien komisch aus. Wirklich selten sowas Witziges gesehen hier. Also wenn man dem in der Ehrenhalle begegnet, ist schon wirklich lustig. Auf jeden Fall hier auch schön die Namen verewigt hier von seinen Weggefährten hier. Ist immer sehr ehrenvoll, die mit ins Profilbild auch so zu nehmen. Das finde ich immer ziemlich nice. Hier so ein paar kleine Anspielungen. BM, ja, auf seiner Flasche hier. Gehört wie auch Emki zur harten SF-Community-Szene und Kepso und Konsorten, ja. Dann haben wir hier als nächstes den Diesel Dirk, gewann als Krieger, kennt Kepso auch nicht, erst seit gestern, ja. Und Diesel Dirk ist ja, das hat sich ja auch schon bereits rumgesprochen, ist ja Profi, ja, der ja auch auf EU19 krass rasiert hatte, ne, und hat hier auch eine kleine Anekdote auf seine Badeschlappen hier gemalt. Also es ist auch auf jeden Fall ein lustiger Avatar auf jeden Fall. Ja.
Dann haben wir hier als nächstes den Bahamas-Voe, was ja Kovo ist, ja, gewann als Druide, auch ein sehr gechilltes Profilbild wirklich. Nach The Masked Man, der zweite, der durch einen Race bereits einen zweiten Avatar ergattern konnte, siehe Adventsschleife, ja. Also das ist auf jeden Fall auch wirklich ein nices Profilbild, kann man nicht anders sagen. Wirklich sehr, sehr gechillt. Kommt auf jeden Fall Urlaubsfeeling so hinterher, als ob man auf den Bahamas wäre. So, ja. Wer hätte es gedacht. Dann haben wir als nächstes den Daddy Dishwasher, ja, gewann als Berserker, auch bekannt als Dead Utility, Royal Guard unter anderem. Ja, hier haben wir auch kleine Anspielungen in seinem Profilbild. Wie gesagt, ist immer sehr cool, so ein paar Details hinzufügen. Imbiss 69, ja, also widmet er hier auch so ein bisschen der Gilde auf EO20 und RG ist natürlich dann hier für Royal Guard auf jeden Fall und Dishwasher, das passt auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ist auch ein sehr, sehr geniales Profilbild auf jeden Fall. Ja, als nächstes haben wir hier Aurikos, gewann als Kundschafter. Ja, Inspiration für den Avatar Vegeta aus der Dragon Ball Franchise ist natürlich auch Vegeta, also natürlich auch eine Maschine hier, ne? Hat hier auch die ein oder andere Anspielung auf jeden Fall drin, ja, und hundertprozentig weiß ich nicht mehr genau, was das alles zu bedeuten hatte, aber er hatte mir mal privat ein bisschen erzählt, wo wir mal das Video aufgenommen hatten, wofür das stand. Aber da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie öffentlich das Ganze ist. Deswegen aber auch stabiler Avatar auf jeden Fall. Dann als nächstes haben wir hier Datalized, gewann als Nekromant, knackte mit 10 Tagen den Necro Level 300 Rekord, Inspiration für den Avatar Satoru Goji aus dem Anime Jujutsu Kaisen. Ja, also ich bin jetzt nicht so bewandert, was jetzt hier so Animes und sowas angeht, aber der Avatar ist auf jeden Fall ziemlich gelungen, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr nice aus, wirklich. Also ja, kenne ich leider nicht die Bedeutung hier hinter, aber definitiv auch ein cooles Avatar-Bild und hier mit diesen 2, keine Ahnung, Energiekugeln macht das auf jeden Fall auch was her. Ja. Als nächstes haben wir hier RGB Gem, gewann als Assassine. Ja, da steht jetzt nichts weiter zu. Ja, das ist sein Profilbild aus... ich hatte das in Twitch nachgefragt, wofür das steht hier. Hier diese Kaulquappe und sowas. Wusste ich jetzt nicht, aber es ist irgendwie aus seinem Discord-Profilbild, beziehungsweise hat er wohl irgendwie einen TikTok-Kanal oder sowas. Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin nicht auf TikTok, deswegen kann ich das nicht recherchieren. Auf jeden Fall ist das wohl irgendwie dort sein Profilbild oder so, ne? Ja, eine genauere Information habe ich da jetzt leider nicht. Dann als nächstes haben wir hier Donar Kebabson, ja, gewann als Bade, was natürlich Yurik Yurikson ist, auch bekannt als SF-Urgestein Yurik, ja, der Drache, oh Mann, Gjalpinulva stammt aus dem Game Dark Age of Camelot, ja. Und das persönlich, muss ich sagen, ist einer meiner Favoriten-Avatar-Bilder hier von EO20. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Wirklich, der sieht ziemlich, ziemlich nice aus und gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, das ist hier dieses Gesamtflair irgendwie von diesem, keine Ahnung, der verkörpert so diesen kleinen, stramm, stämmigen Zwerg so, ne, der, keine Ahnung, seine Axt hin und her schwingt irgendwie mit dieser Dämonenrüstung hier und dann noch den kleinen Drachen hier auf der Schulter. Den langen Bart auf jeden Fall. Ziemlich cooles Profilbild, sehr stimmig auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir hier zu einer Sache, die wurde mir auch ein bisschen vom Chat so erklärt, als ich das hier auf Twitch gezeigt hatte. So ein bisschen wusste ich schon, dass das zusammengehört, aber das ist auch eine sehr coole Kombi, muss ich sagen. Hier haben wir einmal Frierin, gewann als Magierin, ja, auch bekannt als Tempest, gehört zu Crit Happens Konvolut. Im Arm hält sie Himmel aus der Anime-Serie Frierin nach dem Ende der Reise, ja. Ja, wie gesagt, Animes
ist, ja, ne, was soll ich dazu sagen? Kann ich jetzt leider nicht viel mit anfangen, aber das Profilbild finde ich ziemlich nice. Und dann haben wir hier Himmel. Ja, also es ist natürlich, ist übelst geil, dass die beide so gewonnen haben und dann halt eben so eine Combo hier aus Avataren erstellen, die ja dann nochmal so ein bisschen Story sogar, ein bisschen Background haben dann. Und hier haben wir halt Himmel, gewann als Paladin, ja, auch bekannt als In Your Face, gehört zum Quartett Happens Konvolut und ist leidenschaftlicher Data. Wer hätte es gedacht? Rechts unten Frieren aus der Anime-Serie Frieren nach dem Ende der Reise. Ich hatte mich nämlich gefragt, als ich das Profilbild vorher schon gesehen hatte, wer das hier unten ist, ja. Und das ist tatsächlich dann Frieren von, ja, hier oben irgendwie so, ne, also, ja, das ist ziemlich nice auf jeden Fall. Hier haben wir halt eben, hält sie halt eben hier irgendwie Himmel, so, und hier ist halt, also, ne, die haben halt beides Anspielungen auf die anderen Avatar-Bilder, so, das ist halt ziemlich geil auf jeden Fall, ne. Hier bringt er halt eben auch noch den Anime rein, in Bezug mit seinem Hobby anscheinend so, das ist auch ziemlich nice. Und ja, was ich zuerst gar nicht gelesen hatte, ist, diese brennende Hand hier, das sieht ja so aus, als ob die einfach nur so brennt, ne? Aber habt ihr das hier gesehen? Das ist so dezent geil hier eingearbeitet. Hier steht einfach Come on. Ja, Come on. Das ist schon ziemlich geil. Das ist so smooth hier im Übergang, dass man es auf den ersten Blick gar nicht erkennt. So, und auch hier, wie die Flamme hier so an der Dartscheibe so ein bisschen lang geht. Das ist richtig geil gemacht auf jeden Fall. Und gefällt mir auch ziemlich gut. Ja, deswegen, das ist eine coole Kombination hier, wirklich, muss man sagen. Ist sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und dann haben wir hier zu guter Letzt den Drössi, ja, gewann als Dämonenjäger und wurde als levelhöchster Gesamtsieger. Ja, auch bekannt als Drossi oder Drossi 97. Die 3 Medaillen repräsentieren seine Gilden Imbiss 69, Royal Guard EO10 und Tavernenflotte EO5. Und als ich das gesehen hatte, erstmal musste ich an Ruffy denken von One Piece so, ne? Könnte auch sein, dass vielleicht eine Anspielung ist, so dieses breite Grinsen, dann dieser Arm, der so hinterm Kopf ist, macht ja auch Ruffy auch immer so, ne? Und dann fand ich das immer, ja auch schon wie bei den Avatar-Bildern davor, auch eine Riesenehre, dass wenn man so seinen eigenen Avatar gewinnt, könnte man ja den Fokus voll auf sich selbst legen, so, ne? Aber manche, so wie Drössi auch, ist so, ja, selbstlos, sag ich mal, dass er hier so viel Fokus von seinen 3 Gilden hier auch ins Profilbild bringt, dass ja, er hier seine Gilden halt eben auch so ehrt und hier die Ehre erweist, dass er die halt hier ja, im Profilbild hat. Das ist schon ziemlich nice und das ist alleine schon sehr, sehr cool, ja. Und dann aber darüber hinaus hat er sogar noch mehr getan. Also das ist komplett selbstlos, dieses Profilbild hier eigentlich. Und zwar hat er hier noch so ein kleines Herz. Und da habe ich mich erst gefragt, wofür das steht, aber das hatte mir dann auch der Chat verraten gehabt. Und zwar steht das für Love. Ja gut, ist ja klar, kann man sich ja irgendwie so herleiten. Love, ja, wegen dem Herz, Liebe, so, ne? Aber wie wir hier weiter oben gelesen hatten, war tatsächlich Love der direkte Konkurrent von Drössi. Das heißt, Drössi hat in seinem Profilbild sogar seinen direkten Kontrahenten im, ja, Battle um dieses Avatar-Race verewigt. Und das muss ich sagen, wirklich Chapeau, Hut ab. Das ist wirklich ziemlich nice und ein sehr, sehr cooler Ehrenmove von Drössi hier. Nicht nur seine Gilden, sondern auch seinen direkten Kontrahenten in diesem Avatar-Race in seinem ja, Avatar-Bild zu verewigen. Deswegen wirklich ziemlich nicer Move hier an der Stelle von Drössi, kann man nicht anders sagen. Also wirklich Chapeau. Und ja, generell die ganzen Avatar-Bilder gefallen mir alle ziemlich gut und immer wieder spannend auf jeden Fall so zu sehen, was die Leute sich so ausdenken, wie kreativ sie mittlerweile sind und was alles schon so mittlerweile möglich ist. Ne? Jo, ich hoffe, euch hat das Ganze auch ein bisschen gefallen vielleicht. Falls ja, könnt ihr ja sehr gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung dazu dalassen. Ansonsten verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.